In diesem Tutorial zeige ich euch eine weitere effektive Fiedermontage. Die Montage ist einfach zu binden, verwicklungsfrei und bringt eine gute Bissausbeute. Dennoch hat sie auch Nachteile. Die Vor- und Nachteile zeige ich euch in diesem Filmchen. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter. Mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist über 50 Jahre modernes Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Videos sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und ist immer up to date. Ich spreche heute über eine weitere meiner Lieblingsmontagen beim Futterkorbangeln, nämlich die klassische Seidenarmmontage. Wie jeder meiner Lieblingsmontagen, wie zum Beispiel die Semi-Freilaufmontage, die Schlaufenmontage oder auch die 13,5er Montage, hat auch in bestimmten Situationen Vorteile gegenüber anderen, aber auch Nachteile, die gleich genannt werden. Und zum Schluss im Filmchen gibt es wieder einen Bonustipp von mir. Lasst uns reinspringen. Wie ihr bereits in meinen vorigen Tutorials vielleicht gesehen habt, versuche ich immer mit wenig Komponenten die Montagen herzustellen. Keep it simple heißt der englische Zaubersatz. Ich setze die Montage gerne speziell ein, wenn ich viel Fisch am Platz habe, sogenanntes Speedfischen zum Beispiel, und absolut keine Verwicklung erzielen möchte. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, hinten montieren. Das gilt vor allem auf Distanz und bei schlechten Windverhältnissen. Deshalb ist diese Montage neben meiner 13,5er Montage für mich unangefochten meine Nummer 1 gegen Verwicklung. Ferner ist sie mein Favorit, wenn die Fische bereits im Absinken den Hakenköder aufnehmen. Das kann man sehr gut an der Fiederspitze lesen. Der Vorteil ist, der Fisch merkt so gut wie keinen Widerstand beim Einsaugen des Köders und nimmt unvorsichtiger, herzhafter den Hakenköder einfach auf. Die Montage, die übrigens auf den Weltmeisterschaften nicht zugelassen ist, ist eine Festmontage und sie hat aber auch Nachteile. Und das ist der Einsatz, wenn man hinter der Kante angeln muss. Da pendelt sich gerne der Futterkorb auch mit Fisch gerne rein und bleibt ab und an hängen. Oft verliert man die Montage oder sogar mit Fisch. Gerade bei den Barben bei uns im Rheinstrom oder auch in der Donau, die gerne immer mit dem Kopf nach unten gehen, wirkt sich der Pendel in Ufernähe in der Steinpackung oft nachteilig aus. Dennoch eignet sich die Montage für alle Gewässerarten, von Stillwasser zu langsam fließenden Gewässern bis hin zur starken Strömung. Es ist einfach die Allrounder-Montage. Aber ein weiterer Nachteil gegenüber der ähnlichen 13,5er Montage, wo der Korb oben angebracht ist, im Gegensatz zu der anderen, dass man nicht ad hoc von einem klassischen Korb zu einem elastischen Flatkorb wechseln kann. Wie ich die Seidenarmmontage binde, das zeige ich euch in den einzelnen Schritten. Zunächst lege ich zur Herstellung der Montage alle Komponenten sowie die Helfer auf den Tisch. Ich benötige hierzu einen Doppelkarabinerwirbel, ein Quick Snap Swivel, eine Inox-Schere und ein Zollstock dienen mir als Werkzeuge. Das war's schon. Ich gehe hier 1 Meter weg von der Hauptschnur. Der Zollstock hat hier 40 cm, nochmal 40 und nochmal 20 sind 1 Meter. Und hier binde ich auf 7,5 circa, ja, auch wenn es ein bisschen mehr oder weniger ist, da kommt es nicht drauf an. Hier mit dem Doppel-8-Knoten oder ein zweifacher Überhandknoten den Knoten ein. Auf das Nassmachen verzichte ich in dem Moment und schon haben wir hier die große Schlaufe erzielt. Im dritten Schritt schlaufe ich den Doppelkarabinerwirbel in die 7,5 cm große Schlaufe fest ein. Wie geht das? Ich klappe die große Schlaufe so um, sodass ich die 2 Hälften in den Fingern habe. Klappe das so um und dann gehe ich mit dem geöffneten Wirbel hier rein
sind die sogenannten Schmetterlingsflügel, habt ihr gesehen, und ziehe es fest an. Fast jeder kennt diesen primitiven Knoten und schließe das Ganze. Hängt jetzt fest und bewegt sich nicht. Der Vorteil ist, die Schnur liegt doppelt und nicht mit einer einfachen Sehne im Wirbel. Also hier ist doppelt. Und das erhöht die Tragkraft auch bei gewaltigen Auswürfen mit Heavy Fiederkörben. Die zweifache Sehne ist steif und verhindert, dass es zu Verwicklung kommen kann. Ein weiterer Vorteil des Doppelkarabiners ist das schnelle Ein- und Aushängen. Zum Beispiel jetzt an der Hauptschnur, wenn zum Beispiel spontan ein Spitzenwechsel passieren muss, sei es durch einen Spitzenbruch, da muss man nicht gleich die ganze Montage killen. Und so wird es gemacht. Man öffnet den Schließer, entfernt den Wirbel und schon kann ich die Hauptschnur durch die Ringe der Fiederspitze durchfädeln. Danach wird es wieder schnell eingeschlauft. Kommen wir nun zum vierten Schritt. Ich hänge jetzt auf der anderen Seite des Wirbels den Futterkorb ein. Das habe ich jetzt hier schon bereits gemacht. Danach mache das Ganze straff. Danach lege ich ihn parallel runter zum Ende, wo es zum Vorfach hingeht. Also hier geht es zum Vorfach hin. Mache das straff. Merkt mir den Punkt. Gehe wieder zu dem Knoten hin. Einmal, zweimal. Und diese Stelle merke ich mir. Dieser Schritt ist entscheidend, ob ich Schnurverwicklung bekomme oder nicht. Ich messe jetzt also den zweifachen Abstand von Knoten zum Korb. Je nach Witterungsverhältnis und Wurfdistanz entscheide ich mich für zwei Lösungen, was ich hier jetzt an dieser Stelle mache. Erste Lösung. Am Ende knote ich einen vierfach Überhandknoten als Knubbel mit rein. Wichtig ist es, dass er sauber komplett zugezogen wird, ohne Überlappung. Dort setzt sich die Vorfachschlaufe fest. Die ist besser als eine Schlaufe-Schlaufe-Verbindung beim Stippen, glaubt mir. Obwohl dieses Miniaturteilchen von Mikrowirbel fast nichts wiegt, kann bei ungünstigsten Windverhältnissen dennoch es zu Vertüdelung kommen. Zweite Option mit dem Quick Snap Swivel, das sind Einhängewirbel, wo das Vorfach dann aufgezogen wird. Gerade wenn es um Wurfweite mit hoher Bissfrequenz geht, baue ich dieses Teilchen oft ein. Man muss ganz einfach, wenn man weit draußen ist und hat sehr viele Bisse, schnell einen Fehlbiss, mal schnell einkurbeln oder auch schnell die Fische einkurbeln. Und da wirkt dieses Teilchen ungemein gut gegen Schnurverdrallung. Der Quick Change Swivel wird mit einem vierfach Clinch-Knoten eingebunden. Das brauche ich ja jetzt hier nicht zu demonstrieren. Das kennt jeder aus den Basics. Das Vorfach wird anschließend hier im Gegenstück eingehängt und mittels Silikonschlauch gesichert. Achtung, da dieser Wirbel sehr filigran ist, achtet bitte darauf, dass der Schlauch sauber übergestülpt wird. Merkt ihr in der Session, dass ihr dennoch Verwicklung bekommt, dann entfernt den Wirbel und switcht wieder auf den Knubbelknoten um. Fünfter Schritt, das Einschlaufen des Vorfachs am Knubbelknoten, also ohne Quick Change Swivel. Auch hier halbiere ich, oder man kann es auch anders machen. Ich gehe hier durch das Öhr rein, das ist die zweite Möglichkeit, sodass ihr mal auch mehrere Möglichkeiten seht. Gehe hier da durch und gehe hier da durch. So kann man auch das Ganze gut festziehen. Vorteil ist, es ist noch verwicklungsfreier als eine Schlaufe-Schlaufe-Verbindung, wie ich sie bei der Stippermontage immer noch bevorzuge. Der Nachteil ist beim Wechseln des Vorfachs, da muss ich das Vorfach immer abschneiden, kann es nicht mehr verwenden. Kommen wir nun zur Erklärung der Montage der Seitenarmmontage. Wie man gut erkennen kann, ist der Sicherheitsabstand gewährt. Ihr seht, das hängt viel weiter unten. Der Korb verfängt sich nicht im Knoten, weil der Abstand da ist und weiter unten liegt. Ich simuliere mal ein Biss. Hier, dass das Vorfach verlängert, der Fisch zieht, der Korb bleibt liegen
Die Spitze signalisiert, dass der Fisch den Köder aufgenommen hat und wegschwimmt. Er merkt somit nicht unmittelbar den Futterkorb, aber ich kann es natürlich an der Spitze gut erkennen und quittiere es mit einem Biss. Bonustipp: Beißen die Fische im Absinken, dann benutze ich auf jeden Fall eine geflochtene Hauptschnur mit wenig Schlagschnur vorne. Da seht ihr besser die feinsten Zupfer. Zweitens, verwendet eher einen schweren Korb. Das klingt jetzt erstmal unlogisch. Aber ein schwerer Korb bringt keinen Schnursack. Man hat immer mit der Fiederspitzen einen direkten Kontakt zum Hakenköder. Mit leichten Körben bekommt ihr die Schnur nicht so schnell straff gespannt und übersieht oft die Bisse. Meist sind dann die Maden ausgelutscht, ohne den Biss vorher gesehen zu haben. Die Vorfachlänge könnt ihr variieren von 40 bis 1,50 Meter mache ich es, je nachdem, wie weit die Fische über den Gewässerboden stehen. Da ist euer Instinkt gefragt. Schwimmmaden oder schwimmende Fake-Köder erhöhen noch im Absinken die Fangrate. Mich würde interessieren, wie ihr euer Fiederarm, Seitenarm bindet. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen zu dieser Montage habt oder sogar Themenvorschläge, so lasst mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ich hoffe, meine Montage hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne wieder ein Like spendieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.